Hallo und herzlich willkommen, da der neue Bürgermeister Paul zwei Perks mit sich bringt, welche den Besuch in den Dungeons von Hypixel Skyblock etwas angenehmer gestalten sollte, möchte ich euch im heutigen Video gern einmal ein paar Tipps und Tricks rund um die Dungeons und die Amtszeit von Paul in Skyblock geben. Wenn wir einmal einen Blick auf die Perks von Paul werfen, sehen wir, dass der erste Perk namens Easy Peasy dafür sorgt, dass wir 10 Bonus-Score erhalten. Für diejenigen unter euch, die lieber den ganzen Tag auf der eigenen Insel auf den Kisten rumhüpfen und sich freuen, wenn sich die Minions unterhalten, anstatt auch mal endlich etwas in Dungeons zu grinden, um zu spüren, wie viel Spaß es macht, von einem Skeleton Master geone-hittet zu werden, hier mal eine kurze Erklärung zu den Dungeon Score. In der eingeblendeten Tabelle seht ihr einmal, welche Punktzahl benötigt wird, um die verschiedenen Bewertungen bei einem Dungeon Run zu erreichen. Die Bewertung hat einen Einfluss darauf, wie viel XP ihr am Ende eines Runs erhaltet und welche Lootkiste beim erfolgreichen Beenden des Dungeon Runs zur Auswahl stehen, wie man ebenfalls in der Tabelle erkennen kann. Der Score setzt sich aus Skill, Explore, Speed und Bonus zusammen, wobei man bei den ersten dreien bis zu 100 Punkte erreichen kann und beim Bonus sind abhängig vom Floor 5 bis 7 Bonuspunkte möglich. Die Skill-Punktzahl wird für jeden Tod um 2 Punkte reduziert und wenn einer eurer Teammates mal wieder seinen IQ bei einem violetten Rätselraum wie Tic-Tac-Toe überschätzt hat und den Rätselraum fällt, wird eure Punktzahl um 14 reduziert bei Skill. Die Punktzahl bei Explore setzt sich aus geklärten Räumen und gefundenen Secrets zusammen, wobei man bei Explore 60 Punkte erhalten würde, wenn man wirklich jeden Raum nur mit einem weißen Haken abschließt, ohne ein einziges Secret zu finden. Die restlichen 40 Punkte bei Explore kann man durch das Finden von Secrets erhalten. Um bei Speed die maximale Punktzahl von 100 zu erreichen, muss man in unter 20 Minuten alle Räume des Dungeons erledigt haben. Zu den 20 Minuten zählt dann aber nicht mehr die Zeit, die man für den Bosskampf benötigt. Also wenn ihr das Portal im Watcherraum bei 9 Minuten und 50 Sekunden betretet und anschließend den Boss erfolgreich besiegt, solltet ihr bei Speed 100 Punkte erhalten. Wenn ihr wegen eures schlechten Teams, man selber ist ja nie schuld, den Boss nicht besiegt, wird die Zeit, die ihr benötigt habt, um am Bossraum zu scheitern, dazu addiert und dann wird auch euer Speed-Score darunter leiden. Insgesamt wird euer Score auch um 30% reduziert, wenn das Team den Dungeon Run fällt. Um die Bonuspunkte zu erhalten, reicht es einfach, genügend Gräber im Dungeon aufzusprengen und wie anfangs viele dachten, beeinflusst es den Score nicht negativ, wenn man die Feen im Fairy-Raum tötet. Also geht ruhig los und ermordet unschuldige kleine Wesen, nur um eure Inkompetenz mal wieder auszugleichen, wenn ihr wieder dachtet, dass ihr 3 Mobs gleichzeitig tanken könnt. Wenn wir uns einmal das zweite Perk von Paul ansehen, sehen wir, dass die Lootkisten am Ende eines Dungeon Runs 20% günstiger sind. Was jetzt vielleicht für alteingesessene Dungeon Grinder nicht so toll ist, da sie dann weniger Gewinn machen. Aber für den kleinen Non von nebenan schon, denn wer vorhatte, einige Items demnächst mit Recombobulatorn oder Fuming Hot Potato Books etwas zu verbessern, dem kann ich nur raten, das während der Amtszeit von Paul zu tun, da die Preise von diesen Items, aber auch von anderen Dungeon Gear momentan deutlich niedriger sind als sonst, halt wegen diesem Perk von Paul. Wenn wir gerade beim Kauf von Dungeon Gear sind, auch noch ein kleiner Tipp, wenn ihr vorhabt Dungeon Items zu kaufen, welche nicht aus Lootkisten stammen, sondern von den Mobs im Dungeon selber gedroppt werden, wie beispielsweise eine Zombie Knight Chestplate, welche viele als günstige Alternative für eine andere Chestplate nutzen. Achtet beim Kauf auf den Gear Score, denn wie man beispielsweise an den beiden Brustplatten sehen kann, haben sie trotz gleicher Reforges, Enchants und Sterne unterschiedliche Werte bei der Stärke, daher auch der unterschiedliche Gear Score. Der Grund dafür ist, dass die Werte von den Items auch davon abhängig sind, in welchen Floor sie gedroppt wurden, denn eine legendäre Zombie Knight Chestplate aus Floor 3 wird schlechter sein als eine, die in Floor 6 gedroppt ist. Ohne Mod kann man den Unterschied nur erkennen, wenn man genau auf den Gear Score und die Stats schaut. Ein Mod, der mir bekannt ist, mit dem man auch direkt im Auction House erkennen kann, in welchem Floor ein Dungeon Teil gedroppt ist Skyblock Extras, aber dieser Mod kostet leider monatlich. Aber vielleicht kennt ja einer von euch noch einen Gratis-Mod, mit dem man direkt im Auktionshaus erkennen kann, aus welchem Floor das jeweilige Teil stammt. Wenn ihr das Item dann aber erst einmal im Inventar habt, könnt ihr dann auch auf Skycrypt nachschauen, aus welchem Floor das Teil stammt. Ein weiteren Tipp, den einige vielleicht noch nicht kennen, betrifft die Bedrock-Kiste, welche ab Floor 5 hinzugefügt wurde, für welche man eine S+-Bewertung erhalten muss. Wenn in dieser Kiste ein Rüstungsteil ist, wird dieses zunächst immer komplett clean, ohne Verzauberung oder irgendwas angezeigt, aber wenn man die Kiste kauft, kann es passieren, dass ihr ein Teil erhaltet, welches bereits 6er Enchants hat oder schon mit Essenzen geupgradet wurde oder sogar in seltenen Fällen bereits eine höhere Raritätsstufe hat. Weswegen es sich ab und zu auch lohnen könnte,
wenn man einen Rüstungsteil kauft, auch wenn es im Auktionshaus schon billiger verkauft wird. Zudem darf man dabei auch nicht vergessen, dass man bei der Bedrock-Kiste auch noch häufig viele Wither-Essenzen erhält, von denen man auch nie genug haben kann. Bezüglich den Wither-Essenzen auch noch ein kleiner Tipp: Spart davon lieber einige, anstatt sie gleich beim Essenz-Shop auszugeben, auch wenn manchen die Bonusintelligenz bestimmt nicht schaden würden, aber da wohl davon ausgegangen werden kann, dass Floor 7 auch nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen sollte, wäre es praktisch, etwas mehr Wither-Essenzen beim Update parat zu haben, da es bei den letzten Floor-Releases immer so war, dass die besten Teile mit Wither-Essenzen geupgradet wurden und entweder kann man dann selber seine Teile direkt verbessern oder die Wither-Essenzen, die man gespart hat, kann man dann teurer verkaufen. Wenn man natürlich schon genügend Wither-Essenzen angespart hat für den kommenden Floor, spricht natürlich auch nichts dagegen, alle weitere Essenzen, die man bekommt, für Upgrades auszugeben. Da ich mal davon ausgehe, dass die meisten noch nicht das unendliche Super Boom TNT für 50.000 Undead Essenzen gekauft haben, hier auch noch ein kleiner Tipp, um ein paar Coins zu sparen. Kauft euer Super Boom TNT lieber bei Walter in den Deep Cavern anstatt bei Ophelia, da Walter euch das TNT um einiges günstiger verkauft. Und damit kommen wir zu meinem letzten Punkt bei den Tipps, um die Dungeon Experience etwas angenehmer zu gestalten. Als allererstes würde ich euch empfehlen, wenn ihr Dungeon Runs macht, dass ihr das neue Tab nutzt, welches ihr unter den Settings bei Playlist Info ein- und ausschalten könnt. Denn in dem neuen Tab seht ihr während dem Dungeon Run viele hilfreiche Informationen, wie beispielsweise wie viele Tode euer kompetentes Team bereits erreicht hat, wie viele Gräber ihr als Team schon aufgesprengt habt oder welchen Klassen-Milestone ihr bereits erreicht habt. Was ich auch sehr gerne in Dungeons nutze, ist ein Dungeon Texture Pack, mit dem ich dann deutlicher Blöcke erkenne, welche mit Superboom TNT gesprengt werden können oder Lianen, hinter denen sich oftmals Secrets verstecken. Ein Link zu einem Dungeon Texture Pack findet ihr in der Videobeschreibung. Für Dungeon Secrets kann ich auch sehr einen Discord empfehlen, den ich ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt habe, denn auf dem Discord findet ihr zu den meisten Räumen Bilder, wo man die Secrets findet, und auch Lösungen für die ganzen Puzzle- und Trap-Räume, falls ihr nicht genau wisst, wie man bei Tic-Tac-Toe nicht verliert. Wenn es um Mods für die Dungeons in Hypixel Skyblock geht, ist wohl mit Abstand der beste Mod für Dungeons Dungeon Utilities, wofür man Chat-Triggers benötigt. Mit dem Mod habt ihr dann beispielsweise eine Minimap, ohne selber auf die Karte schauen zu müssen, oder eine Unterstützung beim Blaze Puzzle. Eine genaue Erklärung zu Dungeon Utilities und Chat Triggers habe ich vor kurzem in meinem Video zu Chat Triggers gemacht. Ebenfalls bei Chat Triggers ist das Modul ganz nützlich, mit dem ihr die Item Quality von Dungeon Items erkennen könnt. Die beste Qualität von Items ist dabei immer 50 und diese Items haben dann immer eine höhere Rarität als normal. Wenn ihr aber nicht extra mehr als das Doppelte bezahlen wollt für einen Teil, könnt ihr mit dem Modul auch nach Dungeon Items mit einer Qualität über 40 suchen, welche dann nur etwas schlechter sind als Items mit einer 50er Qualität. Dafür sind diese Items aber meist um einiges günstiger. Und der letzte Mod, welcher auch ganz praktisch, besonders für die Lootkisten am Ende eines Dungeons ist Not Enough Updates, da der Mod euch zeigt, ob ihr Profit oder Verlust macht, wenn ihr eine Kiste kauft. Aber meistens vertraue ich den dort angezeigten Werten nicht zu 100%. Aber dank Not Enough Updates ist es auch möglich, im Dungeon selber die Preise im Auktionshaus nachzuschauen, ohne seine Teammates oder Gildenmitglieder zu belästigen, um zum 5. Mal zu fragen, wie viel Necromancer Lord Boots wert sind. Und wenn ihr seht, dass ihr ein wertvolles Item in einer Kiste habt und euch nicht sicher wegen dem Preis seid, wäre das erste, was ihr machen solltet, erstmal eure Dungeon Party zu verlassen, nicht dass ihr aus Versehen oder absichtlich aus dem Dungeon geworfen werdet und dann komplett leer ausgeht. Denn wenn ihr erst einmal aus der Party raus seid, könnt ihr ganz in Ruhe die Preise raussuchen. Ansonsten waren das auch schon meine Tipps zu den Dungeons. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Tipps und Tricks ihr noch rund um Dungeons kennt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Dungeon Runs und noch einen wunderschönen Tag und ciao!